Und weil das Sein die Kraft hat und den Sog hat, könnt ihr das Sein machen lassen. Ihr seid Sein und nicht das Ego. Ihr könnt gar nicht das Ego sein. Ihr seid nicht das Ich in diesen Strukturen, in diesen Geschichten, die da über euch erzählt werden. Das Ich in einer Geschichte ist Geschichte. Die Substanz vom Ich in einer Geschichte ist 100% Geschichte und nichts anderes. Man kann nicht in eine Geschichte einsteigen und dann das Ich sein. Es geht nicht. Aber es wird nach und nach behauptet. Und dann leidet es unter dieser absurden Behauptung. Wenn du einen Gedanken hast über dich und du einen Gedanken hast, wo Ich drin vorkommt, ist das Ich Gedanke, 100% Gedanke und 0% du. Aber du kannst dich dem Gedanken unterjochen und dann so tun, als wärst du das Ich in dem Gedanken. Ich bin so und so, ich bin das und das. Und dann lebst du das aus und setzt das als Wirklichkeit. Und das ist wiederum dann etwas, was im Sein passiert. Und der Kern von dem Ego ist Leid, Verweigerung und Mangel. Und das ist das, was das Ego verwirklicht. Und damit ins Sein setzt. Leid, Mangel und Verweigerung. Und das ist dann im Sein vorhanden und kann sogar vom Ego wieder verwendet werden, um sich selber bestätigen. Ich habe Leid verursacht, also muss ich ja jemand sein. Habe ich gleich noch meine Existenz können etablieren. Aber das ist alles noch eine Fortpflanzung von der grundsätzlichen Verweigerung. Und eben, um es noch einmal mehr zu sagen, das Ego kann die Verweigerung nicht auflösen, weil es ist die Verweigerung. Es ist noch viel fataler. Das Ego hat keine Verweigerung und befindet sich nicht in Verweigerung. Das Ego ist Verweigerung. Und darum gibt es auch keinen Ausweg aus der Verweigerung für das Ego. Und wenn man meint, man sagt, das Ego, gibt es keinen Ausweg für einen selber. Kann man machen, was man will. Und viele versuchen dies und das und meinen es ernst und meinen es aufrichtig und kommen nie nicht her, weil der Grundmangel ist immer noch genau gleich da, wenn ich ehrlich bin. Der Weg ist ein völlig anderer. Sein ist alles, was ist. Und man kann, und am Anfang eben ist man irgendwo im Zwischenraum oder im Hier und Her springen oder vielleicht ist in einer Hinsicht oder in einem Thema Sein da, aber in einem anderen Thema hast du noch völlig Verblendung da. Und der Weg ist, die Strukturen als die Strukturen zu erkennen und damit ins Sein zu bringen, wie man sie sieht als das, was sie sind. Verstandesstrukturen. Ich bin ein guter Vater, ist eine Verstandesstruktur. Und ich bin nicht das Ich in dieser Verstandesstruktur. Oder ich bin ein schlechter Mensch. All die Geschichten, die man hat über sich. Und der Verstand vernebelt den Unterschied zwischen dem Ich in dieser Geschichte und dem Ich im Sein und behauptet, das sei das Gleiche oder das Ich im Sein gibt es gar nicht, es gibt nur das Ich in der Geschichte. Und aus dem gibt es keinen Ausweg. Und der Verstand meint es wahrscheinlich nicht mal böse, er weiß es nicht besser. Er hat keinen Zugang zum Sein. Und die grosse Befreiung ist, es gibt dort nichts zu tun. Und darum muss man dort gar nichts ändern, gar nichts schaffen daran, besser machen. Wenn ich meine, ich muss das Ego verbessern oder als Person reifen, bis ich der Erleuchtung würdig bin, dann habe ich es grundsätzlich falsch verstanden und festige Person. Der Weg ist ein ganz anderer und Sein ruft immer. Es ruft sich selber zu sich selber. Also
Es ist nie ganz verstellt. Und eben besonders raffiniert kann es verstellt werden durch spirituelle Unterfangen. Ich führe mich zur Erleuchtung. Der Weg ist viel einfacher. Und es ist kein geradliniger Weg. Und das muss man beachten, dass man nicht überrascht ist. Der auf dem Weg ist, verschwindet. Und der Weg verschwindet, wenn das Sein alles ist, was ist. Also muss man nicht meinen, man hat etwas falsch gemacht, wenn da plötzlich kein Weg mehr ist und niemand auf dem Weg ist. Das kann eine Identität sein. Ich bin auf dem spirituellen Weg. Der ganze Ansatz überlebt die Erleuchtung nicht. Ich bin auf dem spirituellen Weg. Sein ist nicht auf dem spirituellen Weg. Sein ist sich selber. Und die Selbstgenügsamkeit ist auch etwas, wo man halt wirklich muss vorbereiten oder soweit man kann vorbereitet sein oder nicht verpassen, wenn es da ist. Weil es nicht das ist, was man erwartet und was man kennt. Und gleichzeitig ist es so vertraut, dass man es übersehen kann. Wie wenn ich frage, wie steht es eigentlich mit deinem Kopfweh? Und du sagst, ja, was für ein Kopfweh? Und dann merkst du, dass du seit 2 Monaten kein Kopfweh mehr hast. Aber dass das Kopfweh verschwunden ist, hast du gar nicht gemerkt, weil es einfach so natürlich war, dass jetzt das Kopfweh weg ist. Dass dir nicht aufgefallen ist. Es kann so etwas sein, der sogenannte Übergang ins Sein, wo nicht ein Übergang ist.